ist eine großartige Landschaft hier. Also das Kaokoland, Wahnsinn, das beeindruckt mich sehr. In diesem Namibia-Urlaub besuche ich zum ersten Mal das atemberaubende Kaokoland. Ebenfalls zum ersten Mal campe ich und schlafe in meinem Dachzelt. Mein heutiger Tagesausflug bringt mich in das Marienflusstal, das mich schon in so manchem Reisevideo inspiriert hat. Die ganze Zeit fasziniert mich diese unglaubliche Landschaft und Atmosphäre hier. Das ist unbeschreiblich und einfach einzigartig. Ich werde jetzt einen Lunchbreak machen. Danach werde ich dieselbe Strecke zurückfahren und meine nächste Nacht in der Marble Community Campsite verbringen. Das macht den morgigen Tag für mich stressfreier und ich verhalte mich zudem nicht illegal. Als ich gerade einen schönen Baum ausgesucht habe und ihn ansteuere, traue ich meinen Augen nicht. Zufällig lief meine kleine Actionkamera auf dem Dach des Landcruisers und so konnte ich später zumindest erkennen, dass ich eben einen Gepard im Marienflusstal entdeckt habe. Herzlich willkommen mitten im Marienfluss. Was für eine tolle Mittagspause hier, an dieser Stelle, in dieser Umgebung. Nur der Wind ist zu hören, dazu rundherum die einzigartige Landschaft des Marienflusstals. Nun ist die Zeit gekommen, die Rückfahrt anzutreten. Obwohl ich dieselbe Strecke nehme, bin ich nicht minder fasziniert. Ich bin dankbar und genieße die Fahrt, genieße die Landschaft in dem nun immer sanfter werdenden Licht der späten Nachmittagssonne. Obwohl ich dieselbe Strecke fahre, die Perspektive ist nun eine andere und das Licht zaubert alle paar Minuten eine andere Färbung in die Gräser, den Sand und die umliegenden Berge. Ich möchte euch mit zu viel Rolltrompass in diesem Video nicht langweilen. Ich hoffe, ich habe das nicht bereits getan. Unterm Strich ist das ja wahrscheinlich eher was für wahre Offroad-Enthusiasten, zu denen ich mich selbst alles andere als zählen kann. Aber ich werde ein separates Video allein zu den beiden Passagen des Rolltrompasses machen, das dann sehr ausführlich wird, vielleicht komplett, und wenn ich es fertig habe, werde ich es genau hier verlinken.
My name is Naheropi Chandiru. Sorry, Naheropi Chandiru. Chandiru? Ja. So, angekommen wieder in der Marbles Campsite. My name is Henning. 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 Very good. Okay. Ja, und hier steht mein Auto. Da habe ich das geparkt. Heute ist hier ungleich mehr los als beim ersten Mal. Dort hinten sieht man, da ist alles voller Autos. Die 3 Campsites sind voll belegt mit Gästen aus Südafrika. Dort, ich zoome das mal ein bisschen ran, befindet sich das Office. Da habe ich gerade eingecheckt. Hier hinter dem kleinen Baum, da befindet sich eine Spüle und schöne große Ablageflächen für seine Kochutensilien. Und hier gibt es auch einen Wasserhahn. Da waren eben auch schon 2, 3 kleine Kinder und haben ihre Flaschen aufgefüllt. So, jetzt baue ich mal wieder mein Zelt auf, das 3. Mal. Jedes Mal ein bisschen besser, denke ich, ein bisschen schneller. Jo, ich sag dann mal guten Appetit, wa? Mit diesem schönen Sonnenuntergang hier von der Marble Campsite verabschiede ich mich für heute. Gute Nacht, Namibia. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Dienstag, 11. Oktober und ich verlasse jetzt die Marble Campsite. Ja, und ich bin gespannt, ob ich den Weg gut nach Opuwo finde. Das wird gar nicht so einfach, aber es ist jetzt gerade 8:10 Uhr, also es ist sehr früh und ich habe Zeit und das wird schon klappen. Es könnte sein, dass ich jetzt den Abzweig auf die Pad nach Etanga gefunden habe. Auf jeden Fall ist es hier bis jetzt sehr gut zu befahren. Das ist ja schon mal was. Sieht sehr schön aus landschaftlich, aber das ist hier überall so. Wie es ausschaut, habe ich meinen 3. Stoneman gefunden. Yay!
Here we are. Sieht aus wie ein Wandersmann, würde ich sagen. Ist eine großartige Landschaft hier. Also das Kaoko-Land. Wahnsinn, das beeindruckt mich sehr hier. Das ist wunderschön. Ich habe hier gerade im Vorbeifahren einen total coolen Baobab entdeckt. Ich habe hier mal angehalten. Schaut mal. Auf diesem Teil der Strecke sehe ich immer wieder solche vereinzelten, imposanten Baobabs. Hier ist ein weiterer mit einem extrem dicken Stamm, um den ich einmal mit euch herumfahre. Hello, what is it? How are you? Fine, fine. Thank you. Yeah. I'm heading. Hello. I'm heading to Itanga. Yeah, tuwetanga. Itanga, is it? Njira nyuma hiyo chitawa chima hiyo kitanga. Yeah, it's that one. That's the way. No, That- Dana. You see, when you go, when you turn on the left, you check on that mountain. It's where you are going to climb there. Then you go there, down, up there. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Yes, sir. As you are busy vaccinating here. All the best for you. Hello. Hello. How are you? Fine. Thank you. Good. Ich erreiche einen kleinen Weiler und sehe kurzzeitig nicht, wo die Piste weitergeht. Hier ist es wieder so, dass keiner der Menschen, die hier leben, Englisch versteht. Mit Händen und Gesten zeigt mir ein junger Mann, wie ich fahren muss. Ein Berg liegt vor mir und langsam verstehe ich, was der englisch sprechende Himba vorhin meinte, als er sagte, "Climb up that hill." Da bin ich also gerade und klettere mit meinem Landcruiser einen Berg hinauf. Es wird länger, steiler und schwieriger als der Roydrom-Pass. Puh.
Also ich fahre hier gerade einen Pass hoch. Wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich wieder über Orupembe gefahren, definitiv. Wie es aussieht, habe ich den Anstieg gleich geschafft. Ich zeige euch mal, vor mir liegt noch ein steiles Stückrad. Der ist auf jeden Fall viel, viel heftiger und vor allem auch viel länger als gestern der Roydrom-Pass. So viel steht mal fest. Boah. Also eigentlich bin ich hier in den Bergen, aber um mich herum sind keine Berge. Das liegt daran, dass ich auf dem Berg bin. Und genau das macht mir ein bisschen Sorge. Ich meine, ich muss das ja auch irgendwo wieder runter. Schaut euch dieses breite Flussbett an und diese riesigen Bäume. Die Straße, die Piste sieht noch genauso aus wie eben die ganze Zeit, aber tatsächlich habe ich jetzt die Kreuzung erreicht und bin auf die D3703 gefahren. Es sind jetzt noch 100 Kilometer bis Okuvo und für diesen ersten Streckenabschnitt von der Marble Campsite bis hier, das sind laut meiner Papierkarte 71 Kilometer, habe ich 4,5 Stunden gebraucht. 4,5 Stunden für 71 Kilometer. Ich bin gerade wieder auf einer richtigen Straße, auf einer D-Straße. Ich kann es kaum glauben. Ich will mich mal noch nicht zu früh freuen, weil laut meiner Karte sind es jetzt noch 50 Kilometer Offroad-Piste, also als Offroad-Track gekennzeichnete Straße, und erst dann beginnt eine Minor Gravel Road. Schauen wir mal, aber ich bin froh und glücklich, dass ich hier bin und offensichtlich diesen mega Pass, den ich hochgefahren bin, nicht an einer anderen Stelle genauso wieder runterfahren musste.
So gut wie die D3703 insgesamt auch befahren werden kann, hier kommt zum zweiten Mal eine Passage, wo plötzlich die Straße weggebrochen ist. Da auf der D3703 ansonsten gut 60 oder sogar 80 km/h möglich sind, können solche Stellen sehr gefährlich werden. Also besser immer aufmerksam und achtsam sein. Ich bin jetzt 35 Kilometer vor Opuwo. Diese D3703 ist eine großartige Straße, eine breite Schotterpiste ohne Bodenwellen. Jetzt mache ich noch mal die Kamera an, damit ihr mal seht, was das hier jetzt wieder ist. Eine dritte Stelle, wo die Straße weggebrochen ist. Ja, das ging ja ganz gut. Man hat da schon eine Spur gelegt sozusagen, aber Wahnsinn! Von einem Moment auf den anderen, jetzt muss ich hier mal wieder eine große Herde Ziegen passieren lassen. Das hatten wir ja auch schon oft genug. Auf meinen letzten Kilometern vertue ich mich leider beim Filmen mit meiner kleinen Actionkamera. Wenn ich sie einschalten will, läuft bereits ein Video und ich schalte sie aus. Wenn ich denke, sie auszuschalten, schalte ich sie ein. Herauskommt wenig Brauchbares, aber dennoch heiße ich euch Herzlich willkommen in der Kaoko Mopane Lodge and Campsite. Ich habe mich für eine Campsite entschieden. Ich zeige sie euch gleich. Sehr schöne Campsite, glaube ich, auf den ersten Blick. Und ja, ich zeige sie euch gleich. Erst die Bezahlung, dann baue ich das Zelt auf. Das ist für mich immer das A und O, das Wichtigste. Und dann filme ich meine Campsite hier nicht weit von Opuwo entfernt. Circa 5 oder 6 Kilometer, denke ich. Weiter ist das hier nicht weg. So, meine niederländischen Nachbarn sind gerade ein Bierchen trinken. Die haben hier die Campsite. Und das ist meine Campsite. Sehr schön. Hier gibt es einen Grill. Dort gibt es eine Sitzmöglichkeit, eine Spüle und Mülleimer, Ablagenflächen. Da oben seht ihr eine von 3 Lampen, die mit diesem Schalter hier bedient werden. Sie haben 3 Helligkeitsstufen. Dort vorne seht ihr den Stromanschluss und hier unten das Kabel. Ich habe meinen Kühlschrank schon angeschlossen, um meine zweite Batterie zu schonen. Dann gibt es hier nochmal ein Waschbecken mit einem Spiegel. Feuerlöscher gibt es hier sogar. Hier gibt es eine Dusche mit Kalt- und Warmwasser.
Und hier um die Ecke die Toilette und da hat man mir eben sogar noch eine Rolle Klopapier gebracht. So sieht das aus hier. Wie gesagt, es ist alles recht komprimiert. Es ist auch gut besucht hier. Die Kaoko Mopane Lodge and Campsite hat, wie der Name schon sagt, bietet auch Zimmer an. Man kann hier zu Abend essen, Frühstück einnehmen und hier ist sehr schön der offene Dinnerbereich. Dort hinten eine Bar. Da werde ich nachher auch noch hingehen und ein Bierchen trinken. Und hier, das will ich euch mal kurz zeigen, was Google Maps mal wieder gemacht hat. Ihr seht hier eine doch einigermaßen tiefe Abbruchkante und auf der anderen Seite, da war ich eben schon, weil Google Maps meinte, die Kaoko Mopane Lodge and Campsite befindet sich zwar dann auf der linken Seite, aber getrennt durch diesen kleinen hier, ich will fast sagen Canyon. Also musste ich erstmal wieder zurück, dann auf die andere Seite, damit ich dann hierher gelangen konnte. Ja, ist wunderschön hier, ganz toll gelegen, diese Lodge. Und ja, jetzt gehe ich nochmal vorne zur Rezeption und dann melde ich mich gleich wieder von meiner Campsite. Ich weiß, der aufmerksame Zuschauer sieht, bei mir wiederholt sich nach so kurzer Zeit schon das Essen. Meine Couscous, Zwiebel, Paprika, Pfanne, aber es geht recht einfach und es schmeckt lecker. Aber die gibt es später. Ich wollte es nur schon alles fertig haben. Jetzt werde ich duschen gehen und dann freue ich mich auf ein kühles Bier vorne an der Bar. Learn to deal with the valley, the hills together the same.